Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Make-up-Tutorial mit Star Guardian Soraka. Zu Beginn möchte ich mich einmal bei allen bedanken, die sich das erste Tutorial für Star Guardian Jenna angesehen haben. Und ja, herzlichen Dank, tolles Feedback. Ich habe mich über jeden Like und jedes Kommentar gefreut. Und vielen Dank. Als erstes möchte ich euch gerne die beiden Bilder zeigen, an denen ich mich für das Soraka-Tutorial orientiert habe. Zum einen wäre das Splash Art, also die Zeichnung von Soraka, und das 3D-Modell, also direkt aus dem Spiel. Beide sind leicht unterschiedlich, ich habe versucht von beiden etwas einzubringen, um den perfekten Soraka-Look zu kreieren. Also legen wir los. Ihr seht hier einmal im Überblick meinen ganzen Kram. Aber keine Angst, das ist gar nicht so viel. Als allererstes braucht ihr einen Augen-Make-up-Entferner, der auch wasserfestes Make-up entfernt, eure Kontaktlinsen, einen Klebestift, der wasserlöslich ist, eure Perückenkappe und vielleicht eine Haarspange. Hinzu kommen ein Flüssig-Make-up eurer Wahl, eine Contouring-Palette, ein dunkelbrauner Puder, der nicht glitzert, ein Rouge eurer Wahl, ich habe hier einen helleren Ton gewählt für Soraka, ein matter, durchsichtiger Puder und ein Highlighter. Um dieses ganze Zeug auf euer Gesicht drauf zu klatschen, würde ich empfehlen, ein Make-up-Eye zu verwenden, einen großen Schminkpinsel, einen dünnen, feinen Lidschattenpinsel, einen Lidschatten-Blending-Pinsel, der etwas weicher ist, und einen Anspitzer. Für ein Soraka-mäßiges Augen-Make-up empfehle ich einen wasserfesten Mascara, eine Lidschattenpalette mit Brauntönen, eine Palette mit rosa oder Orangetönen, einen weißen Kajal, einen grünen Kajal oder Eyeliner und einen schwarzen Eyeliner. Dazu kommen noch künstliche Wimpern, eine Wimpernzange und eine Pinzette. Für meine Lippen benutze ich in diesem Tutorial einen aprikotfarbenen Lidschattenstift, einen hellrosanen Lip Liner und einen knallig roten oder dunkelroten Lippenstift. Jetzt, wo wir den ganzen Kram zusammen haben, legen wir einfach mal los. Ich trage für dieses Tutorial meine Perücke und meine Elfenohren, welche später noch durch die korrekten Soraka-Ohren ersetzt werden. Meine Kontaktlinsen sind die Arikona Farblinsen in grün, die ich über Amazon bestellt habe. Falls auch an den Elfenohren Interesse besteht, die sind von Ardani Costumes und sind die Large Anime Elf Ears. Wie ihr auf den Bildern hier erkennen könnt, gehen Sorakas Augenbrauen stark nach oben und sind in der Mitte relativ weit unten angesetzt. Da kann ich mit meinen natürlichen Augenbrauen nicht mithalten, weshalb wir die mit Klebestift abdecken werden. Wenn ihr euch nicht traut, den Klebestift direkt auf die Augenbrauen zu schmieren, kann ich empfehlen, den einfach mal auf der Hand zu testen, den kurz antrocknen zu lassen und dann mit Wasser zu versuchen, den abzuwischen. Das sollte dann relativ einfach gehen. Wenn es nicht funktioniert, braucht ihr definitiv einen anderen Klebestift. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Kleber vorher in eurer Handfläche ein bisschen verreiben, dadurch wird er warm und lässt sich besser auftragen. Nun müsst ihr ungefähr 10 Minuten warten, bis der Kleber getrocknet ist. Jetzt, wo die erste Schicht trocken ist, nehmt ihr euren Klebestift und macht das gleiche nochmal. Insgesamt braucht ihr in etwa 3 bis 4 Schichten. Auch die zweite Schicht lasst ihr jetzt trocknen und beginnt danach mit der dritten. Wenn ihr nun mit den 3 Schichten fertig seid, würde ich empfehlen, ein wenig diese kleinen Kanten, die ihr hier erkennen könnt, zu korrigieren. Dafür macht ihr einfach einen Finger nass und reibt da so leicht drauf rum. Passt nur auf, dass ihr nichts in die Augen bekommt, also am besten die Augen zumachen oder nur sehr, sehr wenig Wasser auf den Finger tun. Und damit kaschiert ihr dann so ein bisschen diesen Übergang zwischen eurer Haut und dem Kleber, damit es später natürlicher aussieht. Wenn ihr dann mit der Korrektur fertig seid, nehmt am besten ein Handtuch und tupft das vorsichtig ab. Alles, was Papier ist, bleibt nämlich sonst kleben. Wenn euer Kleber jetzt erneut getrocknet ist, greift ihr zu eurem Flüssig-Make-up und es wird Zeit, euch richtig einzukleistern.
Für die Partie direkt unter den Augen empfehle ich euch ein Make-up-Eye zu benutzen, weil ihr damit ganz einfach das Make-up eintupfen könnt und damit nicht die kleinen dünnen Fältchen unter euren Augen hervorhebt. Den Rest verschmiere ich jetzt wieder, weil mir das mit einem Pinsel oder dem Make-up-Eye viel zu lange dauern würde. Da Soraka ja ein schulterfreies Kleid trägt, bedecke ich auch meine Schultern bzw. später auch meine Arme mit Make-up. Wenn ihr jetzt voller Make-up seid und ihr das wie ich mit den Fingern verschmiert habt, dürfte man überall noch Fingerabdrücke und Striemen erkennen. Um diese zu verblenden, benutze ich meinen großen Make-up-Pinsel. Anschließend fixiere ich das Make-up mit meinem matten Fixierpuder. Nun widmen wir uns dem Contouring. Ihr nehmt dazu eure Contouring-Palette und einen mittelbraunen Ton und dazu euren großen Make-up-Pinsel. Um ein schlankes und schmales Soraka-Gesicht zu schminken, verteilt ihr das Make-up einmal ringsherum um euer Gesicht, an der Stirn, an den Seiten und von eurem Ohr bis zu eurem Kinn. Um diesen Effekt doch zu verstärken, benutze ich erneut meinen großen Pinsel und meinen dunkelbraunen, nicht glitzernden Puder. Orientiert an der 3D-Animation schminken wir uns so ein sehr schmales Soraka-Gesicht. Achtet dabei darauf, dass ihr die Linie nicht bis zu eurem Mundwinkel zieht, sondern tatsächlich von eurem Ohr bis zu eurem Kinn. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr auch euer Kinn ein bisschen schmaler schminken, indem ihr einfach rechts und links ein bisschen dunklere Schatten hinzufügt. Anschließend konturiert ihr noch euren Unterkiefer, um die Form eures Gesichtes schön hervorzuheben. Ebenso konturiere ich noch ein bisschen meine Schlüsselbeine. Dazu nehmt ihr einfach die Schultern ein Stück nach vorne, dann bilden sich deutliche Kuhlen zwischen eurem Schlüsselbein und eurem Hals und das ist dann auch genau der Ort, wo ihr den dunklen Puder oder das dunkle Contouring-Make-up platzieren solltet. Ebenso könnt ihr noch etwas hellen Puder oder helles Make-up direkt auf euer Schlüsselbein auftragen. Das sorgt dann für einen schönen 3D-Effekt. Für die zuckersüßen Soraka-Bäckchen verwende ich jetzt meinen hellrosanen Rouge, den ich extra für dieses Tutorial ergänzt habe, und meinen großen Pinsel, um ihn aufzutragen. Hierzu fahrt ihr über der gerade eben gesetzten Kontur von eurem Ohr bis hin zu eurer Wange, diesmal nicht so steil abwärts, sondern wirklich nur dort, wo eure Bäckchen sind, soll das rosa platziert werden. Leider werde ich von meinem schönen hellrosanen Rouge maßlos enttäuscht, weil man es einfach nicht genug sieht. Deswegen benutze ich jetzt noch das dunklere Rouge aus dem letzten Tutorial. Da wir jetzt immer noch aussehen wie ein Alien ohne Augenbrauen, malen wir uns die jetzt an. Sorakas Augenbrauen beginnen in der Mitte auf normaler Höhe und gehen nach außen immer weiter nach oben. Als kleine Hilfe zeichne ich mir hier erstmal 2 Striche ein, die in etwa zum gleichen Abstand zu eurer Nase sein sollten, damit es nicht später schief aussieht. Als erstes male ich mir einen dünnen Strich, der nach oben ansteigt und einen leichten Bogen über dem Auge macht. Später verstärke ich diesen Strich dann und male daraus die Form einer Augenbraue. Wenn ihr beide Striche angedeutet habt oder schon fertig gemalt habt, solltet ihr nochmal überprüfen, ob auch das Ende eurer Augenbrauen ungefähr auf der gleichen Höhe ist. Als nächsten Schritt malen wir uns eine süße Soraka-Nase. Dafür nehmt ihr euren Lidschattenpinsel und euer Rouge und pinselt nur die Nasenspitze ein bisschen rot. Anschließend greift ihr zu eurer Contouring-Palette und wählt den mittelbraunen Ton. Am besten eignet sich dafür ein dünner Make-up-Pinsel. Ich habe hier einen mit einer breiten und einer schmalen Seite. Da Soraka eine sehr kurze, kleine Stupsnase hat, fange ich etwa bei 2/3 meiner Nase erst an zu konturieren und lasse den oberen Teil frei.
Nachdem ihr 2 schmale Linien auf euren Nasenrücken gemalt habt, endet ihr unten mit einer spitzen Dreieckform. Anschließend verblendet ihr alle Linien bzw. verwischt sie mit eurem kleinen Make-up-Pinsel. Um das Ganze noch unauffälliger zu machen, verwendet ihr nochmal euren Lidschattenpinsel, um die Linien noch mehr zu verwischen. Anschließend greift ihr zu eurem dunkelbraunen, nicht glitzernden Puder und eurem Lidschattenpinsel und pinselt eure Nase unten ein bisschen dunkler. Das wirkt dann optisch kürzer. Zuletzt greift ihr zu eurer Make-up-Palette mit Brauntönen und wählt den hellsten Ton, den ihr dort finden könnt, ein Weiß oder Cremeweiß, und verteilt dieses auf eurem Nasenrücken und ein bisschen auf der Nasenspitze. Ebenso könnt ihr rechts und links neben dem Nasenrücken noch etwas weißen Puder auftragen, das lässt eure Nase dann kürzer wirken. Nun widmen wir uns den zuckersüßen Soraka-Lippen. Hierzu zeige ich euch mal das Splash Art. Hier kann man sehr gut erkennen, dass Soraka keine sehr auffälligen Lippen hat, eher in einer natürlichen Farbe, und genauso werden wir das jetzt auch schminken. Ich nehme also meinen hellrosanen Lip Liner und ziehe meine Oberlippe komplett nach. Ich spare lediglich rechts und links im Mundwinkel ein bisschen was aus, um eine schönere Form zu bekommen. Bei meiner Unterlippe lasse ich sogar noch ein Stück weg und male sie nicht voll aus, weil Soraka ja sehr schmale, kleine Lippen hat. Um meinen Lippen jetzt noch ein bisschen Farbe zu verleihen, trage ich noch einen aprikotfarbenen Lidschattenstift auf, den ich später auch bei meinem Augen-Make-up verwenden werde. Zu guter Letzt nehmt ihr euren knallroten oder dunkelroten Lippenstift und tragt diesen nur im inneren Teil der Lippe auf. Um den Übergang zwischen beiden Farben ein bisschen weicher zu gestalten, benutze ich meinen dünnen Make-up-Pinsel und verschmiere die Übergänge ein bisschen. Als letzten Schritt in unserem Tutorial geht es jetzt an die Augen. Hierfür nehme ich als erstes meinen weißen Kajalstift und trage diesen auf die Wasserlinie und unter dem Auge auf. Als nächstes greife ich erneut zu meinem aprikotfarbenen Lidschattenstift. Diesen trage ich vom äußeren Augenwinkel beginnend in einer Halbkreisform auf, noch über meiner Lidfalte, um einen Vergrößerungseffekt für mein Auge zu erzielen. Da ich diesen das erste Mal benutze in diesem Tutorial, sieht das etwas stümperhaft aus. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil wir das später noch verblenden können und das hinter den künstlichen Wimpern kaum zu sehen ist. Ich verblende nun mit meinem Lidschattenpinsel die etwas unordentlichen Linien und füge noch etwas orangefarbenen und rosanen Lidschatten aus meiner Lidschattenpalette hinzu. Diesen tragt ihr dann auf das äußere und das mittlere Augenlid auf. Zum Schluss greife ich nochmal zu meiner Lidschattenpalette mit Brauntönen und wähle den Weißton, welchen ich auf das innere Augenlid auftrage. Ebenso setze ich ein bisschen weißen Puder direkt unter meine Augenbrauen. Für den Lidstrich verwende ich dieses Mal einen recht weichen Eyeliner-Stift mit einem kleinen Schwämmchen zum Verwischen an der anderen Seite.
Zu Beginn setze ich mir 2 Punkte, an denen mein Lidstrich später enden soll. Ihr verbindet nun die Punkte, die ihr gerade gesetzt habt, mit eurem Wimpernkranz. Hierfür fangt ihr bei den Punkten an und zieht eine Linie bis in euren inneren Augenwinkel. Die Fläche, die dazwischen entsteht, füllt ihr dann noch mit schwarzem Eyeliner aus. Am äußeren Augenwinkel zieht ihr den Eyeliner ein Stück bis unter die weiße Linie, die wir vorhin unter unser Auge gemalt haben. Mit dem Schwämmchen verwischt ihr dann euren Eyeliner und ich nutze diesen auch, um unter dem Auge den Strich noch ein bisschen weiter in die Mitte zu ziehen. Im Nachhinein würde ich doch eher zu einem weniger weichen und weniger verwischbaren Eyeliner raten. Nachdem mir der Lidstrich auch beim zweiten Auge nicht besonders schön gelungen ist, habe ich das mit etwas Make-up und Lidschatten korrigiert. Ihr greift nun erneut zu eurer Contouring-Palette, wählt einen mittelbraunen oder dunkelbraunen Ton und verlängert die schwarze Eyeliner-Linie, die wir gerade eben unter das Auge gemalt haben, noch ein Stück weiter bis ungefähr in die Mitte eures Auges. Jetzt, wo unsere Augen schon die richtige Form und Farbe bekommen haben, brauchen wir noch ein bisschen Glamour und Drama und dafür kleben wir uns jetzt Wimpern an. Ich habe hierfür 2 Paar Wimpern. Das eine ist eher kurz, aber dafür dicht und das andere sehr lang und aufgefächert. Als erstes greift ihr zu eurer Wimpernzange und knipst eure Wimpern ein bisschen nach oben. Anschließend tuscht ihr sie am besten mit einer wasserfesten Wimperntusche. Auch die unteren Wimpern könnt ihr ein wenig tuschen, allerdings nur am äußeren Augenwinkel. Ich beginne mit den kurzen, dichten Wimpern und greife mir diese mit meiner Pinzette. Anschließend trage ich den durchsichtigen Kleber auf, der bei den Wimpern meistens mit dabei ist. Dasselbe macht ihr dann mit der zweiten Wimper. Ich greife nun zu meinem zweiten Wimpernpaar, das etwas aufgefächerter ist und etwas länger als das erste, und schneide mir das in kleinere Stücken. Hierzu sucht ihr euch das längste Stück der Wimpern raus und schneidet ungefähr 3 lange Wimpernbüschel ab. Diese Wimpern werden wir jeweils nur am äußeren und am inneren Wimpernkranz ankleben. Anschließend greift ihr wieder zu eurer Pinzette und eurem Wimpernkleber und tragt diesen auf das kleine Wimpernstück auf. Wenn ihr das lieber mit den Fingern machen wollt, anstelle mit der Pinzette, könnt ihr das natürlich machen. Auf dem Splash Art, das ich hier nochmal eingeblendet habe, können wir lange einzelne Wimpern am äußeren Augenwinkel und auch am inneren Augenwinkel erkennen. Und um das nachzumachen, haben wir jetzt quasi ein zweites Paar Wimpern auseinandergepflückt und angeklebt. Ob ihr das so umsetzen wollt, bleibt natürlich euch überlassen. Wenn ihr es bis zu diesem Punkt geschafft und nicht so wie ich total die Nerven verloren habt, dann greift ihr jetzt zu eurem Highlighter und verpasst eurem Soraka-Look das finale Finish. Ich verwende hierzu einen Rainbow Highlighter von Essence. Ich nehme hier meinen großen Pinsel, schiebe ihn ein bisschen zusammen, damit die Fläche etwas kleiner ist und trage den Highlighter auf meine Wangenknochen auf, also noch über dem Rouge, das ihr vorhin aufgetragen habt. Ebenso trage ich den Highlighter direkt unter meinen Augenbrauen auf der Stirn und auf dem Kinn. Zum Schluss greife ich nochmal zu meinem Lidschattenpinsel und trage den Highlighter auf meinen Nasenrücken und besonders intensiv auf die Nasenspitze auf, um eine süße Soraka-Stupsnase zu bekommen. Und fertig ist unser Soraka-Make-up. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und eure Kommentare
Bis dahin, wir sehen!